Willkommen zu unserer spannenden Entdeckungsreise. In den weiten, gefrorenen Landstrichen Russlands, wo Geheimnisse im Schnee und in der Stille verloren gehen, regt sich seit Jahrzehnten etwas unter der Oberfläche. Flüstereien über uralte Raumschiffe, die im sibirischen Eis vergraben sind. Videos von außerirdischen Wesen, die aus mysteriösen Explosionen auftauchen. Es mag wie Science Fiction klingen, aber das ist es nicht. Dies sind keine Internetverschwörungstheorien. Es sind verborgene Kapitel in Russlands verworrener Geschichte des Unbekannten. Und sobald du sie gesehen hast, wirst du unseren Planeten nie wieder mit denselben Augen betrachten. Der russische Junge vom Mars. In einer ruhigen Ecke der russischen Region Wolgograd wurde ein Kind unter einem Sternenhimmel geboren, und manche sagen, er stamme nicht von dieser Welt. Sein Name? Boriska Kiprianovich. Von dem Moment an, als er seine Augen öffnete, war etwas anders. Bereits im Alter von wenigen Monaten sprach er. Zu der Zeit, als die meisten Kinder laufen lernten, konnte er bereits lesen und mit unheimlicher Präzision malen. Doch es war nicht seine Intelligenz, die die Welt schockierte. Es waren die Erinnerungen, die er angeblich aus einem Leben vor diesem trug, auf dem Mars. Im Alter von 7 Jahren, während er bei einem Familienausflug ins Lagerfeuer starrte, begann Boriska, eine verlorene marsianische Zivilisation in erschreckenden Details zu beschreiben. Städte, die von unbekannter Technologie angetrieben wurden. Eine Welt, die durch einen Atomkrieg zerstört wurde. Er sagte, er habe dort gelebt, als Pilot, und sogar in der Antike die Erde besucht, unter den Pharaonen wandelnd und den geheimnisvollen Lemuriern begegnet. Seinen Angaben zufolge existieren die Marsianer immer noch, tief unter der Oberfläche ihres Planeten verborgen, atmen Kohlendioxid und beobachten uns. Er warnte die Menschheit, dasselbe Schicksal, das den Mars verbrannte, könnte eines Tages auch uns treffen. Seine Botschaft? Sie sei unter dem Sand Ägyptens verborgen, in der Sphinx selbst. War Boriska ein begabter Geschichtenerzähler? Ein missverstandenes Genie? Oder etwas ganz anderes? Seine Worte lösten sowohl Staunen als auch Zweifel aus und verschwanden ebenso rätselhaft, wie sie erschienen waren. Doch gerade als die Welt glaubte, das Mysterium sei verschwunden, tauchte aus Russlands endloser Wildnis ein neues Rätsel auf. Diesmal war es kein Kind mit Erinnerungen. Es war etwas viel Älteres, viel Fremderes. Und es lebte. Die Monstermumie in Sibirien. Im Jahr 2016 entdeckten Bergleute in der Yudakni-Diamantenmine in der russischen Republik Sacha, auch bekannt als Jakutien, ein mysteriöses, mumifiziertes Wesen, das schnell als Monstermumie bezeichnet wurde. Sie fanden in den diamantreichen Sanden ein Exemplar, das durch sein ungewöhnliches Aussehen und seinen bemerkenswerten Erhaltungszustand Aufmerksamkeit erregte. Das Wesen hatte einen langen, schlanken Körper, eine verlängerte Schnauze und scharfe Zähne. Noch auffälliger war, dass sein Fell und weiches Gewebe intakt geblieben waren, dank des Permafrostbodens der Region. Die Entdeckung verbreitete sich rasch über verschiedene Medienplattformen und löste weitreichende Spekulationen über ihre Herkunft aus. Experten wurden bald hinzugezogen, um die Mumie zu untersuchen. Nach einer gründlichen Analyse identifizierten Wissenschaftler das Wesen als einen Marder, ein kleines fleischfressendes Säugetier, das mit Wieseln und Zobeln verwandt ist und in Sibirien heimisch ist. Die körperlichen Merkmale des Tieres und die Fundumstände entsprachen genau denen typischer Marder in der Region. Was den Fund bedeutend machte, war nicht nur sein Aussehen, sondern sein Erhaltungszustand. Der mumifizierte Marder bot seltene Einblicke in die Tierwelt der Region und zeigte, wie der sibirische Permafrost biologische Exemplare über lange Zeiträume hinweg natürlich konservieren kann. Während die ersten Reaktionen von Geheimnissen und Spekulationen geprägt waren, bestätigte die wissenschaftliche Analyse, dass es sich bei dem Wesen um ein gut erhaltenes, auf natürliche Weise mumifiziertes Tier handelte, das einen Blick in die ökologische Vergangenheit Sibiriens ermöglichte. Jetzt denkst du vielleicht, dass das Rätsel hier endet, aber was, wenn ich dir sage, dass nur wenige Jahre später Mexiko die Welt schockierte, indem es angeblich außerirdische Körper öffentlich ausstellte? Bleib dran. Außerirdische Körper in Mexiko ausgestellt. Im September 2023 erregte das mexikanische Parlament weltweite Aufmerksamkeit, als 2 angeblich nicht-menschliche mumifizierte Körper während einer offiziellen Sitzung präsentiert wurden. Die Veranstaltung, geleitet vom Journalisten und UFO-Forscher Guy Massan,
entfachte rasch öffentliche Faszination und wissenschaftlichen Skeptizismus. Am 12. September, während der ersten parlamentarischen Anhörung Mexikos zu nicht identifizierten Luftphänomenen, enthüllte Mason 2 in Glas eingeschlossene Exemplare. Er behauptete, sie seien über 1000 Jahre alt und in Cusco, Peru, entdeckt worden. Unter Eid sagte er aus, dass fast ein Drittel ihrer DNA unbekannt sei, was darauf hindeuten könne, dass sie nicht Teil der irdischen Evolution seien. Nachfolgende Untersuchungen durch mexikanische Ärzte bestätigten, dass jedes Exemplar ein vollständiges Skelett darstellte, nicht aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Dennoch blieben Zweifel bestehen. Viele erinnerten sich an Masans frühere Behauptung im Jahr 2015, als sich eine angebliche außerirdische Mumie als menschlicher Leichnam herausstellte. Die Nationale Autonome Universität von Mexiko bestätigte, dass sie eine Radiokohlenstoffdatierung C14 durchgeführt hatte, distanzierte sich jedoch von außerirdischen Behauptungen. Unterdessen leitete Peru eine Untersuchung zur Entfernung und Echtheit der Überreste ein. Der Archäologe Flavio Estrada äußerte die Vermutung, dass die Exemplare wahrscheinlich aus menschlichen und tierischen Knochen zusammengesetzt worden seien. Später berichtete der forensische Experte Dr. José de Jesus Zospinides, dass er ein Metallimplantat in einem der Körper gefunden habe, was das Rätsel zusätzlich verstärkte. Die meisten Forscher sind sich jedoch inzwischen einig, dass es sich bei den Exemplaren wahrscheinlich um künstliche Konstruktionen handelt, ein mahnendes Beispiel dafür, wie wichtig wissenschaftliche Genauigkeit bei außergewöhnlichen Behauptungen ist. So unglaublich diese außerirdischen Körper auch waren, Russland hatte sein eigenes ungelöstes, weltraumbezogenes Rätsel, ein massives, mysteriöses Metallfragment, das lautlos in einem sibirischen Wald liegt. Was könnte es sein? Finde es heraus. Novosibirsk UFO-Fragment. Im März 2012 wurde das ruhige Dorf Otrudnenskoje im Gebiet Novosibirsk in Sibirien zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, nachdem Einheimische ein seltsames metallisches Objekt in einem nahegelegenen Wald entdeckten. Am 18. März stießen Dorfbewohner auf ein großes zylindrisches Fragment mit einer gerippten Kuppel, etwa so groß wie ein Volkswagen-Käfer und mit einem Gewicht von ungefähr 200 Kilogramm. Sie transportierten es mit einem Anhänger zurück ins Dorf und informierten sofort die Behörden. Bei der Untersuchung stellten die Beamten fest, dass das Objekt teilweise aus Titan bestand, einem Metall, das häufig in der Luft- und Raumfahrttechnik verwendet wird. Strahlungstests bestätigten, dass keine Gefahr bestand. Doch das Rätsel vertiefte sich. Aus Roskosmos, die russische Raumfahrtagentur, erklärte, dass das Objekt mit keinem bekannten Raumfahrzeug übereinstimmte und eine weitere Analyse forderte. Zur zusätzlichen Verunsicherung äußerte sich Nick Johnson, der damalige Leiter des Orbital Debris Office der NASA, dass das Fragment keinerlei Ähnlichkeit mit bekannten Teilen eines Raumfahrzeugs oder einer Rakete habe, und betonte den Bedarf an weiteren Informationen. Die Spekulationen verbreiteten sich schnell. Einige Dorfbewohner glaubten, es könnte sich um Trümmerteile einer fehlgeschlagenen Rakete handeln, während andere vermuteten, es könne mit einem nicht identifizierten Flugobjekt in Verbindung stehen. Doch Experten blieben vorsichtig, besonders nachdem sich Roskosmos offiziell von jeglicher Verbindung des Objekts zu russischer Raumfahrtaktivität distanzierte. Bis heute bleibt die wahre Herkunft des mysteriösen Objekts ungeklärt und damit eines der faszinierendsten ungelösten Rätsel Sibiriens. Und apropos Weltraum, es gab einen Tag, an dem Russland nicht nur seltsame Objekte auf dem Boden fand, sondern als sich der Himmel selbst zu entzünden schien. Chelyabinsk Meteor Explosion. Was im Jahr 2013 über Chelyabinsk geschah, ließ den gesamten Planeten erschüttert zurück. Aber bevor wir weitermachen, habe ich eine besondere 10-Sekunden-Bitte an euch alle, die gerade zuhören. Wenn ihr mich in irgendeiner Weise unterstützen könnt, dann drückt einfach auf die Benachrichtigungsglocke und klickt auf den Abonnieren-Button. Einverstanden? Am 15. Februar 2013 erhellte sich der Himmel über Chelyabinsk in Russland, als ein Asteroid in der Atmosphäre explodierte. Dank der damals weit verbreiteten Armaturenbrettkameras in Russland wurde das Ereignis vollständig dokumentiert, mit einer Lichtspur und einem blendenden Blitz, der die Welt schockierte. Der Asteroid war etwa 20 Meter breit, trat mit einer Geschwindigkeit von 12 Meilen pro Sekunde in die Atmosphäre ein und explodierte 19 Meilen über dem Boden.
Der Blitz überstrahlte kurzzeitig die Sonne, gefolgt von einer Schockwelle, die über 7000 Gebäude in 6 Städten beschädigte. Zum Glück explodierte der Asteroid hoch genug, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern. Wissenschaftler enthüllten später, dass er aufgrund der Blendung durch die Sonne unentdeckt geblieben war. Außerdem wurde erwartet, dass ein weiterer Asteroid noch am selben Tag in Erdnähe vorbeiziehen würde. Dieses Ereignis erinnerte die Welt daran, wie plötzlich und ohne Vorwarnung die Natur zuschlagen kann. Aber Explosionen sind nicht das Einzige, was den russischen Himmel jemals erhellt hat. Das Petrosavodsk-Phänomen. Jahrzehnte zuvor ließ ein Ereignis in Petrosavodsk die Zeugen alles in Frage stellen, was sie über Himmelsphänomene zu wissen glaubten. Am 20. September 1977 erschreckte ein mysteriöses Himmelsereignis Bewohner in der gesamten Sowjetunion und Teilen Europas. Die auffälligste Sichtung ereignete sich in Petrosavodsk, Russland, wo gegen 4 Uhr morgens Menschen ein helles Objekt am Himmel sahen, das einem riesigen Stern ähnelte. Merkwürdigerweise sendete es rhythmische Lichtstrahlen zum Boden aus. Als es sich näherte, beschrieben Zeugen, wie es sich in eine qualleartige Form verwandelte, über der Stadt schwebte und dünne Lichtstrahlen freisetzte, wie ein leuchtender Regenschauer. Nach mehreren Minuten verschwanden die Strahlen und das Objekt formte sich zu einem hellen Halbkreis, bevor es sich in Richtung des Wondersees bewegte und langsam verblasste. Die gesamte Erscheinung dauerte zwischen 10 und 15 Minuten. Doch Petrosavodsk war nicht allein. Ähnliche Sichtungen wurden von Kopenhagen über Helsinki bis nach Wladiwostok gemeldet. In Helsinki bestätigten Taxifahrer, Polizisten und Flughafenpersonal die Beobachtung einer leuchtenden Kugel. Die weite Verbreitung der Berichte löste schnell Untersuchungen aus. Die Behörden brachten das Ereignis zunächst mit dem Start von Kosmos 955 in Verbindung, einem sowjetischen Satelliten, der an diesem Tag vom Kosmodrom Plesetsk gestartet wurde. Doch Wissenschaftler zweifelten an dieser Erklärung, da das Erscheinungsbild und Verhalten des Objekts nicht zu typischen Satellitenphänomenen passte. Auch andere Theorien, wie Polarlichter oder chemische Lumineszenz, wurden diskutiert, erklärten jedoch wichtige Details nicht. Schließlich führte das Rätsel zur Gründung von ZK an, einem sowjetischen Programm zur Erforschung unerklärter atmosphärischer Ereignisse. Bis heute bleibt die wahre Ursache des Petrosavodsk-Phänomens ungelöst. Glaubst du, dass das Petrosavodsk-Phänomen wirklich nur durch einen gescheiterten Satellitenstart erklärt werden kann? Oder steckt etwas viel Größeres dahinter, das die Regierungen nie enthüllt haben? Schreib es uns in die Kommentare. Eine verborgene Kraft unter der Erde. An einem späten Abend im November 2009 verzeichnete eine der wichtigsten Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke N Russlands, die Verbindung zwischen Moskau und St. Petersburg, ein unerwartetes Phänomen. Als der Newski-Express in der Nähe der Stadt Bolgoi in der Region Twer unterwegs war, verursachte eine ungewöhnliche geologische Störung plötzlich starke Erschütterungen, die mehrere Waggons zum Entgleisen brachten. Spezialisierte Teams aus Ingenieuren, Geologen und Verkehrsexperten wurden sofort entsandt, um den Vorfall zu untersuchen. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass es sich nicht nur um ein technisches Versagen handelte, sondern möglicherweise um eine bisher undokumentierte unterirdische tektonische Verschiebung in der Region. Der Vorfall eröffnete neue Forschungsansätze zur Beziehung zwischen Eisenbahninfrastruktur und seismischer Aktivität, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, ultrasensible unterirdische Bewegungssensoren zu integrieren, um Hochgeschwindigkeitszüge frühzeitig zu warnen. Nach diesem Ereignis begann Russlands Verkehrssektor mit dem Einsatz fortschrittlicher Technologien wie bodendurchdringendem Radar, seismischen Sensoren und Echtzeitüberwachungssystemen, um die Sicherheit auf den wichtigsten Bahnstrecken zu verbessern. Doch vielleicht war das unerwartetste Ergebnis die Entdeckung geologischer Anomalien tief unter der Erdoberfläche. Hinweise, die Forscher bald zu etwas noch Mysteriöserem führen sollten, das unter der sibirischen Wildnis vergraben liegt. Die anomale Zone von Molepka. Russland beherbergt einen Ort, der so seltsam ist, dass er oft mit dem Bermuda-Dreieck verglichen wird, eine Zone, in der Lichter, Geräusche und sogar die Zeit selbst scheinbar anders funktionieren. Die anomale Zone von Molepka, oft als M-Dreieck bezeichnet, ist ein mysteriöses Gebiet in der Nähe des Dorfes Molepka im russischen Region Perm. Mit einer Fläche von etwa 70 Quadratkilometern erregt sie seit den 80er Jahren Aufmerksamkeit durch häufige Berichte über unbekannte Flugobjekte,
leuchtende Erscheinungen und andere unerklärliche Phänomene. Interessanterweise reicht die mystische Bedeutung des Gebiets bis ins späte 18. Jahrhundert zurück, als das indigene Volk der Mansi es als heilig betrachtete und Rituale an einem Gebetsstein durchführte. In den 80er Jahren nahm das Interesse stark zu, als Emil Baschurin, ein Geologe aus Perm, während einer Jagdreise eine nahezu perfekte, kreisförmige Schneestruktur mit einem Durchmesser von 62 Metern entdeckte. Diese Entdeckung entfachte neue Untersuchungen und zog sowohl Wissenschaftler als auch UFO-Enthusiasten an. Seitdem berichten Zeugen immer wieder von leuchtenden Kugeln, fliegenden Untertassen und geometrischen Lichtmustern, die schweben, umherschießen oder Strahlen aussenden. Viele dieser Erscheinungen wurden mit Kameras festgehalten. Besucher berichten außerdem von unerklärlichen Geräuschen wie geisterhaften Pfiffen, körperlosen Stimmen und elektrischem Summen. Einige erleben seltsame körperliche Effekte wie Euphorie, Angst, visuelle Verzerrungen und Zeitlücken. Auch Fehlfunktionen von Kompassen und elektronischen Geräten werden häufig gemeldet. Heute zieht das M-Dreieck Forscher und Touristen aus aller Welt an. Ein hölzernes Alien-Denkmal steht in Molepka als Symbol für seinen mysteriösen Ruf. Trotz jahrzehntelangem Interesse konnten Wissenschaftler bisher keine eindeutige Erklärung liefern, sodass das Phänomen von Molepka weiterhin ungelöst bleibt. Das UFO-Ereignis von Voronezh. Am 27. September 1989 erlebte die Stadt Voronezh in der Sowjetunion ein rätselhaftes Ereignis, das große Aufmerksamkeit auf sich zog. Gegen 6:30 am Abend berichteten Kinder, die in einem Park spielten, von einem rosafarbenen Licht am Himmel, das sich bald in eine tiefrote Kugel mit einem Durchmesser von etwa 9 Metern verwandelte. Die Kugel schwebte ungefähr 12 Meter über dem Boden, verschwand kurzzeitig und kehrte dann zurück, wobei sie im Inneren des Parks landete. Zeugen beschrieben, wie sich eine Luke öffnete und eine Gestalt heraustrat, die fast 3 Meter groß war. Die Erscheinung trug silberne Overalls, bronzene Stiefel und hatte eine Scheibe auf der Brust. Besonders auffällig waren ihre 3 Augen. Daneben stand eine kleinere, roboterartige Figur. Den Berichten zufolge nutzte das größere Wesen ein Gerät, um einen Jungen zu lähmen, und ließ später einen weiteren, einen 16-Jährigen, kurzzeitig verschwinden, bevor er unversehrt wieder auftauchte. Das Ereignis gewann an Glaubwürdigkeit, als auch Erwachsene, darunter ein Polizeioberleutnant, Sichtungen bestätigten. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS berichtete, dass Wissenschaftler einen Landeplatz identifizierten, der durch eine kreisförmige Vertiefung mit einem Durchmesser von etwa 20 Metern, 4 kleineren Vertiefungen und 2 unbekannten Gesteinen gekennzeichnet war. Einige Spuren radioaktiver Isotope wurden entdeckt, galten jedoch aufgrund der Umgebung nach Tschernobyl als unbedeutend. Das Ereignis wurde sowohl in sowjetischen als auch in internationalen Medien breit behandelt und löste Debatten aus. Während einige natürliche Erklärungen vermuteten, zweifelten andere an der Zuverlässigkeit der Beweise. Dennoch bleibt die Begegnung von Voronezh bis heute einer der detailliertesten und dauerhaftesten UFO-Berichte aus der Sowjetzeit. Geheimnisvolle Lichtsäulen über Moskau. Springen wir vor ins Jahr 2019, als sich der Himmel über Moskau erneut verwandelte, diesmal durch ein Naturphänomen, das so surreal wirkte, dass viele es für eine weitere außerirdische Begegnung hielten. Im Jahr 2019 leuchtete der Himmel über Moskau mit geheimnisvollen, vertikalen Lichtstrahlen auf und fesselte Einwohner sowie Beobachter gleichermaßen. Diese eindrucksvollen Erscheinungen, bekannt als Lichtsäulen, sind seltene atmosphärische Phänomene, die entstehen, wenn künstliches oder natürliches Licht von flachen, sechseckigen Eiskristallen reflektiert wird, die in der Luft schweben. Die Kristalle wirken wie winzige Spiegel und lenken das Licht vertikal um, wodurch der Eindruck leuchtender Säulen entsteht, die weit in den Himmel ragen. Die Bedingungen in Moskau waren ideal für dieses Spektakel. Die Kombination aus eisigen Temperaturen unter 15 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit ermöglichte die Bildung von Eiskristallen nahe dem Boden. Moskaus Vielzahl an künstlichen Lichtquellen verstärkte das Phänomen zusätzlich und machte die Lichtsäulen besonders lebendig und weit verbreitet. Die Bewohner dokumentierten das Ereignis rasch und teilten Bilder und Videos in sozialen Medien, was weit über Russland hinaus Faszination auslöste. Meteorologen stellten klar, dass Lichtsäulen ein völlig natürliches Phänomen sind, das aus dem Zusammenspiel von Licht und atmosphärischen Eiskristallen entsteht.
Wenn sich diese Kristalle bei kalten und feuchten Bedingungen horizontal ausrichten, reflektieren sie das Licht nach oben und erzeugen die charakteristischen vertikalen Strahlen. Auch wenn diese Szenerie für viele fast außerweltlich erschien, ist die Erklärung wissenschaftlich fundiert, ein seltenes, aber gut verstandenes optisches Phänomen, das durch den harten russischen Winter zum Leben erweckt wurde. Wenn du eines kalten Abends diese geheimnisvollen Lichtsäulen am Himmel sehen würdest, würdest du glauben, dass es nur Eiskristalle sind. Oder denkst du, da steckt mehr dahinter? Schreib es uns in die Kommentare und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um noch mehr spannende Dinge zu entdecken. Die Geheimnisse unter der Barentssee. In den eisigen Tiefen der Barentssee ruht still ein bemerkenswertes Kapitel der Unterwassertechnik auf dem Meeresboden. Die Kursk, ein nuklear betriebenes U-Boot der Oskar-II-Klasse, wurde im Jahr 1994 in Dienst gestellt und galt einst als Symbol modernster maritimer Technologie. Im August 2000 kam es während einer Marineübung zu einem plötzlichen Versagen, das zum unerwarteten Absinken auf den Meeresboden führte. Es folgte eine massive internationale Anstrengung, um die Situation zu erkunden und herauszufinden, was geschehen war. Trotz anfänglicher Sorgen bestätigten Wissenschaftler schnell, dass keine Strahlengefahr bestand, da das U-Boot keine Atomsprengköpfe an Bord hatte. Die Aufmerksamkeit richtete sich daraufhin auf die hochentwickelten Systeme des Schiffs. Und Experten begannen, die Mechanik der Torpedos, Kraftstoffsysteme und die strukturelle Integrität zu analysieren. Mit dem Eintreffen erster Daten identifizierten Forscher eine seltene Kettenreaktion, vermutlich ausgelöst durch instabile chemische Verbindungen im Torpedobrennstoff, als möglichen Auslöser des Vorfalls. Dies führte zu tiefergehenden Untersuchungen über die Sicherheit von U-Boot-Konstruktionen und das Verhalten bestimmter chemischer Reaktionen unter extremem Druck und kalten Bedingungen unter Wasser. Das Ereignis rund um die Kursk wurde zu einem Wendepunkt in der maritimen Forschung und internationalen Zusammenarbeit. Spezialisten aus aller Welt untersuchten, wie plötzliche Druckveränderungen, extreme Temperaturen und Materialermüdung selbst die fortschrittlichsten Unterwasserfahrzeuge herausfordern können. Bis heute bleibt die Kursk eine Unterwasserkapsel der Zeit, die Wissenschaftler und Entdecker dazu einlädt, zu studieren, zu lernen und die Zukunft der Tiefseetechnologie zu verbessern. Und gerade als das Wasser wieder ruhig zu sein schien, erlebte Russland weitere seltsame Unterwasserphänomene, diesmal nicht mit U-Booten, sondern mit etwas noch schwerer zu erklärendem. Das Sassovo-Mysterium. Feuerbälle, Krater und das Unerklärliche. In den stillen Stunden des 12. April 1991 wurde die friedliche russische Stadt Sassovo zum Zentrum eines rätselhaften Phänomens, das Forscher bis heute vor ein Geheimnis stellt. Punkt 1:30 Uhr. Nachts erschütterte eine donnernde Explosion die Umgebung, ließ Fenster erzittern und Türen aus ihren Rahmen springen. Die Explosion hinterließ einen riesigen Krater, 28 Meter breit und 3,5 Meter tief, etwa 1,5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Erstaunlicherweise gab es trotz der Wucht der Detonation keine Todesopfer. Nur einige Menschen erlitten leichte Verletzungen durch zerbrochenes Glas. Was dieses Ereignis jedoch wirklich faszinierend macht, sind die Beobachtungen vor und nach der Explosion. Stunden zuvor berichteten Anwohner von leuchtenden Kugeln, die am Himmel schwebten, hellweißes Licht ausstrahlten und Radiosignale störten. Auch Tiere verhielten sich ungewöhnlich, als ob sie etwas spürten, das sich dem menschlichen Verständnis entzieht. Etwas mehr als ein Jahr später ereignete sich eine weitere mysteriöse Explosion, diesmal etwa 9 Kilometer vom ursprünglichen Ort entfernt. Zwar war sie kleiner, doch entfachte sie erneut dieselben Fragen und dieselbe Neugier. Was verursachte diese unheimlichen Explosionen? Manche vermuteten chemische Reaktionen mit Substanzen wie Ammoniumnitrat, doch es wurden keine chemischen Rückstände gefunden. Andere dachten an einen Meteoriteneinschlag, aber auch hier wurden keine Bruchstücke entdeckt. Geologen brachten die Theorie ins Spiel, dass es sich um plötzlich freigesetzte unterirdische Gase handeln könnte. Ausgelöst durch tektonische Verschiebungen, eine mögliche Erklärung für die beobachteten Feuerbälle und Bodenerschütterungen. Und natürlich führten die Sichtungen der leuchtenden Kugeln viele zu der Frage, könnte es etwas nicht von dieser Welt gewesen sein? Bis heute gibt es keine endgültige Antwort. Die Explosionen von Sassovo bleiben eines der faszinierendsten wissenschaftlichen Rätsel Russlands. Ein Fall, der weiterhin Geologen,
Astronomen und neugierige Köpfe auf der ganzen Welt beschäftigt. Wenn dir diese Reise ins Unbekannte gefallen hat, gib diesem Video einen Daumen nach oben und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere unglaubliche Mysterien und wissenschaftliche Wunder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und auf Wiedersehen.